Es gibt Kunden, die sich im ersten Schritt auf eine Budgetindikation fokussieren, einfach wissen wollen, ja, welche Investitionen sie einplanen müssen für die S4HANA-Transformation. Andere Kunden gehen da einen Schritt weiter, binden sogar auch die Personalabteilung mit ein und definieren schon in der Vorstudie erste Change-Management-Maßnahmen und Schulungsmaßnahmen, um einfach die ganze Mitarbeiterschaft auf das anstehende Projekt vorzubereiten. Ralf, könntest du dann auch Beispiele nennen, was für Dimensionen an Vorstudien wir gemeinsam mit Kunden durchgeführt haben, um das ein bisschen plastisch zu machen? Ja, also wir haben, oder ich selbst auch, habe mehrere Vorstudien durchgeführt. Vorstudien auch ganz kleine im Umfeld von oder im Umfang von 15 bis 20 Tagen, wo eigentlich eine Brownfield-Transformation eigentlich schon klar war, weil der Kunde nicht so viel Potenzial hatte, wollte auch schnell nach S4HANA kommen. Da ging es eher darum, wie können die Simplifications genutzt werden, wie können sie umgesetzt werden und wie kann die Roadmap halt dort aussehen, um relativ schnell dann wirklich zu transformieren. Andere Kunden haben wirklich gesagt, sie wollen die Chance nutzen, haben so ein paar Leichen im Keller auf gut Deutsch, die sie halt loswerden wollen sich nochmal Gedanken machen über die Prozesse. Da sind wir schon eher vielleicht bei Größenordnung von 40, 60 Tagen oder auch mal von 100 Tagen, wo wir wirklich die Prozesse nochmal betrachten, wo wir nochmal die Best Practices betrachten beim Greenfield Approach und auch nochmal komplett abstimmen, auch mit dem Management, wo geht denn die Reise hin in den nächsten Jahren, was sind die Business-Ziele, die auch mit dem Projekt halt unterstützt werden sollen. Und Change Management, hast du schon gesagt, ist ein großes Thema. Wie nehmen wir die Organisation mit? Wer sind die Stakeholder in der Organisation? Und wie kann auch das Change Management Programm dahingehend aussehen? Danke, Ralf. Du hast eben schon ein schönes Stichwort genannt, Leichen im Keller. Manche SAP-Systeme sind schon über 25 Jahre alt. In den 25 Jahren sind auch zum Beispiel viele Add-ons installiert worden. Das heißt, man hat in der Vergangenheit mit Unternehmen zusammengearbeitet, die es vielleicht heute in der Form nicht mehr gibt. Und das ist auch ein Aspekt, der teilweise leider unterschätzt wird, dass man in der Vorstudie eigentlich Kontakt aufnehmen muss mit allen diesen Lieferanten, um das System zu analysieren und auch zu klären, wie der Weg dann Richtung S4HANA mit diesen Add-ons dann in Zukunft stattfinden kann. Ja, also die Klarheit einer Vorstudie, da nochmal rauszuarbeiten, wie sieht die Roadmap genau aus und natürlich, das haben wir eben gerade schon mal mehrfach gesagt, das Mitnehmen der Mitarbeiter und der Organisation ist ein wesentlicher Punkt, der durch die Vorstudien eben begünstigt wird. Danke, Ralf. Für Kunden, die sich für das Thema Vorstudie interessieren, haben wir auf unserer Webseite noch weitere Informationen zusammengestellt, die wir in dem Video verlinken werden.